als nächstes? Hier ist er gerade auf dem Weg zu seinem ersten Kundengespräch mit RWE. Nixdorf hat Erfolg. 1952 bricht er sein Physikstudium ab, um sich mit dem RWE-Geld selbstständig zu machen. Sein Labor für Impulstechnik in Essen soll die Datenverarbeitung des Stromkonzerns modernisieren. Das sieht breiter aus. Ja, reicht. Ein bisschen breiter als unsere Rennparkplätze. Das war, was ich gesagt habe, die 4 Meter Schaltplan von der DL. Was ist da? Staub? Tja, schauen wir mal, ob wir den Patient wieder zum Laufen bringen. So, jetzt ist erster Funktionstest. 110 Volt Gleichstrom. Hier oben haben wir wahrscheinlich gedacht, wir müssen da ein bisschen Fleischmüll nehmen. Das ist auch ein bisschen verlinkt, das ist wahrscheinlich nur ein Kontaktproblem. Und dann bleiben wir wollen wir weiter. Klar, da geht diese Funke drüber, auch bei 50 Volt, und dann korrigiert es halt noch besser. Das heißt, der erste Fehler ist schon behoben. Kontaktproblem beim Hauptschalter. Das lösen wir aus. Alter. Läuft. Und es läuft. Also bis jetzt haben wir erstmal eine Strom. Jetzt müssen wir den Karteneinlauf hinkriegen. Karteneinlauf wird das als nächstes. Wenn da ist, dann müssen wir gucken, wie weit wir weitermachen. Das Punktwerk wird auf jeden Fall abgehängt. Irgendwann das Schönste, wenn wir darauf kriegen, dass irgendein Zähler aufnimmt. Ah ja. Aber ganz weit hinten. Eins nach dem anderen. Genau. Da wird sich Heinz freuen, das zu sehen. Ein zweiter Nachbau der Hollerith-Statistikmaschine. Und hier tun die Damen mit dem Pantograph-Locher die Daten übertragen. Und was kommt raus? Hermann Hollerith, dessen revolutionäre Zählmaschine wir als nächstes betrachten wollen, gehört zu den bedeutendsten Erfindern der Technikgeschichte. Also Problem 2, nachdem der Stromschalter gefixt wurde, die Lochkarte nicht eingezogen. Irgendwann macht das plötzlich. Und du drückst hier, was heißt das? Zum Das sind eigentlich die Startknöpfe. ja, und hier sieht man die Chain von IBM wahrscheinlich, vom 1403 Drucker. Und natürlich auch der IBM Kugelkopf. Ja, hier wird beschrieben, dass der IBM PC 5100 eher ein Fehlschlag für IBM war, weil die 15.000 US-Dollar für den Nutzer zu teuer waren. Und außerdem verwendete IBM zudem auch keinen der damaligen Standardprozessoren. Das stimmt, weil für die 5100 hat die IBM einen 370-Prozessor verwendet, also vom Mainframe. Aber tragbar war dieser Computer, auch wenn es vielleicht mehr ein Schlepptop war als ein Laptop. Sieht erstmal aus wie ein normales Klavier, aber wenn man genauer hinschaut, findet man einen Lochstreifen, der für die automatische Musikgenerierung zuständig war. Irgendwas ist nicht richtig. Eher weniger in der Novelle, sondern wahrscheinlich erst an irgendwelchen Kontakten, die noch nicht richtig laufen. Kontakte, die nicht richtig laufen. Der zweite von rechts, der scheint, also ich muss mal gucken, dass der zusammenklebt. Also hier sehen wir, wie die Nockenwellen hier Relais triggern. Und Jörn hat gemeint, dass es vielleicht irgendwie einfach Verklebt. das. Wenn die mal hinschauen, dass sie dann zusammenkleben.
Und jetzt tust du das freikratzen. Ich gucke einfach mal, ob sie irgendwas geklebt hat, weil manchmal kleben die einfach zusammen. Ja. Beziehungsweise, wenn der Abstand nicht groß genug ist und sich so das Fransenpulver gebildet hat, dann kann es sein, dass der Kontakt bestehen bleibt, obwohl es ausgeht, gerade bei kurzen Schaltimpulsen. Okay. Jetzt geht er direkt aus. 1 mal 2 mal 3 Zyklen. Eine Registrierkasse in Silber. Wieder zurück beim Einsatzteam. Wie sieht's aus? Gibt es Fortschritte zu vermelden? Oh, wir haben einfach eine Pause gemacht, weil zwischendurch die Maschine geraucht hat. Geraucht hat's? Ja. Ach je, echt? Fängt an zu rauchen. Das könnte es gewesen sein. Das zieht er an, wenn man sie anmacht. So, was wird jetzt hier gemacht? Jetzt haben wir War ein Schloss wieder gängig. Schloss wieder gängig, ja. Ja. Okay. War festgefressen. Ja, jetzt dreht sich's durch. Es war der erste Arbeitstag im Heinz-Nixdorf-Museum. So, zweiter Tag hier in Paderborn. Der Einsatztrupp ist bereit und zweiter Teil der D11-Rettungsaktion beginnt. So, und Jörn hat hier auch noch den Schaltplan für die D11 mitgebracht. Was sehen wir denn da alles? Ja, Schaltung, okay. So, noch ein Original-Schreibmaschine. Und hier ist wahrscheinlich das Steckbrett der D11 irgendwie beschrieben. Ein paar Beispiele, wie man die konfiguriert. Steht da irgendwie eine Jahreszahl? Ah, September 1939. Ja, und hier eine Weisheit. Besser als viele Worte sprechen Beispiele. Jetzt zeigt uns Maggie, wie ein Compiler funktioniert anhand von Noteneingabe. Das heißt, sie hat eine Melodie eingegeben und jetzt wird der Compiler gestartet. Und was macht der Compiler jetzt? Der übersetzt die Noten. Der guckt jetzt, ob alles richtig ist. Er guckt, ob die Noten richtig sind. Bitte korrigieren Sie Ihre Komposition. So, jetzt machen wir da nochmal. 1, 2. Da fehlen noch ein paar Noten. Da 3. Und hier machen wir noch die darüber. Das heißt, er erlaubt es wohl nicht, dass ein Takt nicht komplett gefüllt ist. Richtig. Und jetzt fehlt noch eine Note. Die kommt hier rein. Zählen wir nochmal 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und Compile. Yay, guck mal jetzt, keine roten Stellen mehr. Sehr schön. Und dann ist er fertig mit dem Kompilieren. Der Compile-Output in Nullen und Einsen. Genau. Und jetzt kommt die Ausgabe. Ja, und das heißt, die Nullen und Einsen, die werden hier unten wahrscheinlich ausgegeben, oder? Sie programmieren mit Noten und der Compiler übersetzt es in Maschinensprache 0 und 1. Das ist damit gemeint. Genau. Ja, es war die Computerpionierin Grace Hopper, die mit der Entwicklung des Compilers Anfang der 1950er Jahre das Programm
Programmieren grundlegend änderte. Mit dieser Erfindung trug Hopper zur Vereinfachung und letztendlich zur Massentauglichkeit der Computertechnologie bei. Wir versuchen jetzt mal den Zähler 8 zu verwenden, um zu gucken, ob der aufnimmt. Genau mal die Aufnahmefunktion der Maschine testen. Die Aufnahmefunktion und was ist? Karten einlesen und im Zähler ran. Und Zähler 8 ist was Spezielles, oder? Routinetätigkeit, dass man sagt, einfach die Werte, die man aufnimmt, irgendwo reinschreibt. Er macht jetzt einfach einen Testlauf, dass man die Werte, die man über die Lochkarte einliest, in den Zähler 8 überträgt. Mach mal aus. So, die Stecktafel. Du hast noch an, gell? Ja, das ist egal. Ich habe ja ausgemacht, damit die müsste jetzt ausgegangen sein, wenn ich hier aufmache. So, und jetzt steckst du quasi die Verbindung von einem Lochkarteneingabe zum Zähler Nummer 8. Ja, Ach, der das war ist- bisher nicht gesteckt und auf dem versuchen wir jetzt gerade was rauszukriegen über die Karten, die wir reingeben. Ja, genau. Das wollte jetzt der Jörn so verkabeln, dass der Zähler Nummer 8 quasi mitläuft, wenn die Karten gelesen werden. Und ist ein interner Zähler. Das ist quasi so eine Art internes Register. Ja, und hier sehen wir Widerstände. Da oben haben wir da oben ist eine Schraube, die muss aufmachen. So, die Maggie hat gerade was entdeckt aus ihrer Jugendzeit. Und zwar ist das hier so ein Formular, wo man ein Programm eintragen kann. Und jede Zeile wird dann zu einer Lochkarte. Das heißt, wenn man da jetzt hier zum Beispiel ein Fortran-Programm codiert, kann man da ifs and else und so weiter runterschreiben. Jede Zeile ist eine Instruktion. Da gehen dann bis zu 80 Characters rein. Und entsprechend kriegt man 80 weiter auf eine Lochkarte drauf. Ne? Ab 1984 produzierte Nixdorf auch IBM-kompatible Produkte, also auch PC-Systeme. Ja, hier zum Beispiel der PC 881030 von 1984 und dieser Intel-basierte Rechner, der hat das CP/M-Betriebssystem, was sich dann aber leider nicht durchgesetzt hat und dann durch DOS und Windows verdrängt wurde. Und daneben haben wir den portablen Kompakt-PC 881025, auch von 1984, der eigentlich eine Entwicklung der Firma Panasonic war. Yeah, the same thing we had. Right, Retro. Throttle down. 6+25. Reading on the 1205 alarm. We're going that way. We're going that alarm. Roger, we got you. We're going that alarm. Retro will be go. Roger. Second and up page now. Roger. Roger. 330. Did you get 6+25? Throttle down. 6+25. Throttle down. Flight Fido converging operation. Flight control, we have velocity. Roger. Ja, und da ist zum Beispiel auch der Fädelspeicher, den wir hier nachgebaut haben. Da wurden die Bits wirklich fest eingefädelt. Eingeflochten, sozusagen gehäkelte Software. Das hat die NASA anfertigen lassen und zwar von Lovely Old Ladies, LOL hießen die damals. Es waren so ältere Damen, die das dann da handwerklich geschickt reingeflochten haben. Und wenn man da einen Fehler drin hatte, dann war der schwierig wieder rauszuholen, aber extrem robust gegen Weltraumstrahlung und vor allem gegen Erschütterung. Ja, und hier die Fertigung des ROM-Speichers von Old Ladies, die die Software für die Apollo 11 hier zurecht machen. Und insgesamt waren das dann so knapp 70 Kilobyte, die da wohl von Frauen hier gefädelt werden mussten. Und passierte beim Einfädeln ein Fehler, konnte es Monate dauern, diesen zu beheben. Die Steuerungssoftware umfasste wohl mehr als
130.000 Zeilen Assembler-Code. Und einen Ausschnitt davon können wir hier sehen. Entrance for Mark Gofflascher. Ja, und am Ende sieht man hier die 130.000 Zeilen Ausdruck. Das ist doch einiges an Papier. Die D11 ist wieder zusammengebaut und steht wieder wie vorher im Museum. Wahrscheinlich funktioniert sie jetzt etwas besser. Also für uns hat sich der Besuch allemal rentiert. Ein wirklich tolles Museum hier. Alles gut.